Brennstoffzellen, das ist in der Automobilindustrie ja nicht nur diskutiert, sondern inzwischen auch schon teilweise Realität, aber auch noch nicht in der Masse angekommen. In Sachen Smartphones oder mobilen Geräten reden wir die ganze Zeit davon, wie wir diese Akkuproblematik lösen können, nämlich, dass so ein Smartphone in der Regel jeden Tag ans Ladegerät muss, dass eine GoPro relativ häufig ans Ladegerät muss und dass aber Strom nicht immer vorhanden ist, zumal jetzt irgendwie, wenn man outdoors unterwegs ist. Brennstoffzellen wären da eine mögliche Lösung. Und ja, das könnte schneller gehen, als wir gedacht haben. Ich bin bei Aceleron mit dem Firmengründer und CEO Dr. Sascha Kühn. Und Sie haben was in der Mache, was ja in allernächster Zeit schon die Brennstoffzelle Realität werden lassen könnte, als Lademöglichkeit für mobile Gadgets. Genau, wir haben ein kleines Gerät entwickelt, das wir Kraftwerk nennen und das in der Lage ist, Smartphones zu laden, während man unterwegs ist und nicht... Weil eben nicht mit Strom, also schon mit Strom, aber es muss kein Strom rein, sondern es kommt Feuerzeug. Es ist ein echter Stromerzeuger, also es erzeugt aus Gas Strom und zwar mobil, während man unterwegs ist. Es ist eine disruptive Marktdurchdringung, die wir damit erreichen können, weil es eine ganz neue Technologie ist, die es so bisher noch nicht gab. Richtig, weil ihr kennt das in der Regel, ladet ihr euer Smartphone oder eure Gadgets mobil dann unterwegs auf, indem ihr halt einen großen externen Akku dabei habt, der letztlich nichts anderes ist als der Akku, der ohnehin in dem Smartphone ist, nur einfach ein bisschen mehr Kapazität hat und quasi über die Steckdose gespeist wird. Jetzt sind aber zum Beispiel draußen in der Landschaft, wo ihr vielleicht outdoormäßig unterwegs seid oder auch wenn ihr viel auf Reisen seid, nicht immer Steckdosen greifbar. Und ja, aber so Feuerzeuggas oder Campinggas ist eigentlich immer verfügbar. Das kann man auch relativ unkompliziert mit sich rumtragen und es ist halt deutlich ergiebiger als so eine Ladung, die man sich von der Steckdose holt. Wie oft könnte man mit dem Kraftwerk so ein gängiges Smartphone aufladen? Also man schafft es hier mit 11 Smartphone-Ladungen zu erreichen. Und das ist halt schon ein Faktor 3 mehr, als man mit einem normalen Akkuladegerät schaffen würde. Und das bedeutet außerdem, dass man, wenn man eine zusätzliche Gaskartusche hat, das Ganze ja nochmal verdreifachen kann. Genau, richtig. Also wie viel Gas muss ungefähr rein? Also wenn man jetzt so eine Gaskartusche sind etwa 40 Gramm im Moment. Also fast nichts eigentlich. Ja. Ne? Okay, und das, was Sie jetzt in der Hand halten, ist ein Prototyp. Ich würde sagen, wir schauen uns den jetzt mal an in einem Prozess. Also wie wird das Ganze denn tatsächlich geladen mit Gas und wie lädt das ein Smartphone? Das ist das gute Stück, das ist das Kraftwerk von Aceleron. Das, was auf der Webseite oder auf der Kickstarter-Seite auch zur Größenbeschreibung steht, stimmt, kann ich soweit bestätigen. Ihr seht, ich habe nicht die allergrößten Hände. Das hat wirklich so ungefähr die Ausmaße von einer Zigarettenschachtel, auch wenn das jetzt ein ungesundes Beispiel ist. Und es ist super leicht. Also, naja klar, ist ja auch nicht viel drin. Da ist ein großer Kanister zur Hälfte drin, in dem eben das Gas eingefüllt wird. Und daneben ist die technische Apparatur, also die Brennstoffzelle, die das Gas dann eben in Strom anwandelt. Viel Isolation ist auch drin, das ist auch sehr, sehr leicht. Und ihr seht das, hier unten haben wir dann das Ventil, das Eingangsventil, durch das eben das Gas, das Campinggas oder das Feuerzeuggas eingefüllt wird. Und hier oben haben wir einen Micro-USB und einen USB-Ausgang, je nach Gerät, das man da anschließt, wo dann eben der Strom rauskommt, um dieses Gerät mit Strom zu versorgen. Zum Design, das hat hier seitlich und auch vorne und hinten so Gummielemente. Das dient bestimmt zum Schutz, ist auch sehr griffig dadurch. Und in der Mitte, das ist jetzt hier der Prototyp, da ist das jetzt Kunststoff, das wird aber dann in der späteren finalen Version wird das dann tatsächlich Aluminium sein. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt wirklich mal an, wie man das Teil befüllt und wie man damit ein Gerät auflädt. Fokus wurde gelegt auf Einfachheit natürlich und deswegen kann ich das auch relativ schnell und einfach vorführen. Ich fange mal mit dem Telefon an. Jetzt haben wir hier ein handelsübliches iPhone. Das einfach mal dorthin. Und jetzt nehme ich den USB, der ja für das Handy zur Verfügung gestellt wird, und schließe den an und sehe dann sofort Plug and Play, dass das Gerät anfängt zu und hier leuchtet aber auch was. Ganz genau. Das zeigt also an, dass es jetzt lädt. Okay. Ja? Und man merkt das natürlich auch, es operiert ja, das Gerät arbeitet ja. Darf ich anfassen? Sie können das anfassen. Man merkt das auch, dass es arbeitet. Man hört es zum Beispiel, wenn Sie es mal ans Ohr halten. Es ist ein leichtes, ganz, ganz leises Brummen. Ja, aber wirklich sehr leise. Ja, ne? also wenn ich das nicht gesagt hätte, hätte ich nicht gemerkt. Genau, also es ist so, man kennt das ja auch, manche Netzteile, die brummen ja auch so ein bisschen vor sich hin, also lauter ist das auch nicht. Nee, das ist deutlich leiser. Sie hören eigentlich nichts. Ja. Ne? Wenn ich es nicht gesagt hätte, hätten Sie es nicht mitgekriegt.
Das war es eigentlich schon. Das ist eigentlich der Ladevorgang. Also einfacher Ganz geht es genau. tatsächlich nicht. Und jetzt haben wir da aber schon zwei Nachfüllbehälter mit Feuerzeuggas. Da gucken wir uns vielleicht auch mal ganz kurz an, wie denn das mit dem Nachfüllen dann funktioniert. Ja, das mache ich. Ich nehme es jetzt mal ab. Nehmen Sie es mal ne? Das sicherheitshalber wird halt ab, ein bisschen einfacher dann. So, und jetzt eben klassisch, wie man das halt auch von einem Feuerzeug kennt. Ganz genau. Das hier ist normal erhältliches Feuerzeuggas. Ja. Das können Sie überall kaufen, an der Tankstelle, im Supermarkt. Und der Vorteil ist halt, das gibt es nicht nur in Deutschland, sondern das gibt es überall. Ne? Das macht eben das, ich sag mal so, interessant an diesem Gerät. So, und dann habe ich hier ganz normal die Öffnung, wie an jedem anderen, ich sag mal, feuerzeugbetriebenen Gerät auch. Das ist direkt mit dem Tank verbunden. Und ich kann jetzt hier, wenn ich den hier ansetze, dann kann ich das relativ einfach voll machen. Das ist jetzt, der Tank ist jetzt relativ voll, weil wir, ich sag mal, x-fach nachgefüllt haben, jetzt auch über die ich sag mal, Vorstellung, die wir gemacht haben. Und das ist also relativ simpel, wie man sieht. Und das ist jetzt, also jetzt war er voll, das ist quasi so dann so ein paar sekündiger Vorgang, zischt dann und Das dann, geht wenn ganz, nichts mehr geht, es findet ja dann ein Druckausgleich statt zwischen dem einen und dem anderen Behälter und das geht unglaublich schnell. Also Okay. so wie man das eigentlich auch von anderen Gas zu füllenden Geräten kennt. Okay, also einfacher geht's nicht. Noch zu dem Nachfüllen hatte ich aber schon gehört, im finalen Modell wird dann auch so eine Art Füllstandsanzeige sein. Das haben wir hier jetzt noch nicht, so dass der Nutzer dann natürlich auch weiß, so jetzt ist aber auch wirklich voll, beziehungsweise wie viel Feuerzeuggas ist denn noch drin in der Ganz Benutzung. genau, ganz Super. genau. Das wird's Okay. geben. So, wir haben jetzt gesehen, wie einfach das Kraftwerk in der Benutzung durch den Consumer ist. Dahinter steckt aber wahnsinnig komplizierte Technik und Know-how. Und dafür habe ich jetzt die Frau Dr. Stöck hier. Die kann mir nämlich genau erklären, wie funktioniert so eine Brennstoffzelle. Das ist ja das Element, das das Kraftwerk antreibt. Was ist da in der Produktion wichtig? Worauf kommt es an? Und was findet da eigentlich im Inneren dieses Kraftwerks statt? So, um die Brennstoffzelle, die es geht, das ist die hier. So klein, genau. Das ist eine vollmetallische Brennstoffzelle, die am Ende uns die chemische Energie über die Luft und das Gas in elektrische Energie umwandelt. Und das alles macht diese kleine Zelle. Und wie die hergestellt wird, werde ich euch ganz kurz erklären. Zu Beginn haben wir chemische Bindesysteme und Pulver, mit die über einen Homogenisierungsprozess zu Granulat verarbeitet werden und am Ende mit Hilfe des Pulverspritzgusses verarbeitet werden. Mit diesem Pulverspritzguss ist es möglich, sehr, sehr hohe Stückzahlen an einem Tag hinzubekommen, so dass es möglich ist, diese Zelle über Massenproduktion herzustellen. Sehr billig und sehr viele. Okay, das kann ich mir jetzt so vorstellen wie so ein Plastikmodellbausatz. Da werden quasi diese Stäbe, die als Grundlage dienen, einfach in der Masse produziert und man hat sie dann einfach verfügbar, kann sie aus dem Spritzguss so rauslösen. Genau. Okay. So, als nächstes haben wir dann thermische Behandlungsschritte, wo wir am Ende dieses Röhrchen erhalten, wo die funktionellen Schichten am Ende aufgebracht werden. Das ist ein sogenannter Thermit, der am Ende über Reduktion in ein Metall umgewandelt wird. So, auf diese Zelle kommt jetzt der Elektrolyt, der mir die Anode von der Kathode trennt, damit wir am Ende keinen Kurzschluss haben. So, die Zuschauer werden jetzt wahrscheinlich den Elektrolyt nicht sehen. Das liegt daran, dass der mit Hilfe hochwertiger Nanomaterialien hergestellt wird, über Suspension und Dispersionen und über verschiedene Auftragungsprozesse appliziert wird. Also der ist so dünn und fein da drauf, dass man den jetzt mit bloßem Auge gar nicht erkennen kann. Und das ist was Gutes. Genau. Ja. Damit sind wir jetzt schon auf halbem Weg und bekommen am Ende durch das Aufbringen der Kathode die fertige Brennstoffzelle, Okay. die wir dann in das Gerät einbauen können. Die wird im Einfahrprozess dann noch einmal reduziert, wie ich das schon erwähnt habe, so dass die Zelle am Ende voll metallisch ist. Okay. Und jetzt nochmal von mir als Laien